Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teppe und Spähen. Wir sind heute in unserem Revier unterwegs und haben einen ganz tollen Gast. Thomas ist da von der Krefelder Fuchsfalle. Der hat ganz viele tolle Sachen mitgebracht, denn wir haben Folgendes vor. Ja, wir wollen das Niederwild hegen. Wir haben ja festgestellt, dass es darum nicht so besonders bestellt ist. Bei unserer Treibjagd haben wir einen Hasen bekommen und dabei eben auch festgestellt, dass auch Fasan, Rebhühner und anderes Niederwild besser geschützt werden muss. Amphibien müssen besser geschützt werden, Bodenbrüter müssen besser geschützt werden. In den letzten 6 Jahren ist hier in der ganzen Gegend im Biosphärenreservat keine Brut hochgekommen vom Kiebitz, vom großen Brachvogel. Das wollen wir ändern. Wir wollen unserem Auftrag als Naturschützer gerecht werden, unserer Hegeverpflichtung nach § 1 des Bundesjagdgesetzes. Und da freuen wir uns, dass du vollgepackt mit 1000 Sachen, die die Niederwildhege besser machen, hier angekommen bist. Und wir wollen insgesamt 7 Fallen aufstellen, haben dafür kräftige Hilfe auch von unseren Jagdgenossen bekommen. Ja, und jetzt geht's los. Thomas, ganz kurz, was machen wir jetzt als erstes? Ja, Benne, wir waren ja gestern hier im Revier schon und haben uns das angeguckt. Und hier haben wir ja den Dachsbau in der Nähe und mit 2 Feldgehölzen und haben gesagt, da stellen wir jetzt eine Betonrohrfalle auf. Dafür nehmen wir unsere mobile Betonrohrfalle, wo wir nachher die 2 Endrohre nur noch anlegen müssen. Und ich habe zu Hause alles soweit vorbereitet, dass wir jetzt mit dem Trecker auch schön loslegen können hier. Worauf es tatsächlich bei der Fallenjagd ankommt, erzählen wir so ein bisschen beim Arbeiten, denn wir haben einiges vor heute und deswegen legen wir auch gleich los. Und arbeiten werden wir, dafür haben wir sogar Handschuhe angezogen, damit auch die Advokatenhände geschützt sind. Hast du dein Klemmbrett denn auch dabei, Christian? Heute habe ich das Klemmbrett nicht dabei, aber ich habe hier so einen Waldteufel, also ich kann euch assistieren. Wunderbar, los geht's. Du hast ja schon den Spaten in der Hand, ne? Und dann kannst du da mächtig eben ein kleines Fallenbett vorbereiten und dann geht's auf. Wunderbar. Und nun, wie ihr alle sehen, kommen auch Christians Handschuhe zum Einsatz, ne? Aber es geht auch ohne. Ja. Hier ist die Bahnlinie und hier wird das Raubwild langschnüren. Dort hinten ist der Dachsbau und hier ist noch ein Gewässer. Und somit haben wir hier eine wunderbare Leitlinie fürs Raubwild. Und hier wollen wir jetzt die Falle so an den Graben setzen, da hinten ein bisschen rein. Und dafür machen wir jetzt ein bisschen frei. Christian, wo ist denn dein Schneider, den du mitgenommen hast? Den hat mein Gustav gerade in der Hand. Dann kannst du da schon ein paar Äste wegschneiden und dann mit dem Spaten machen wir dann eben eine kleine Delle. Das erklären wir dann im nächsten Gang. Du möchtest das hier hinsetzen? Nee, da hinten, wo Benne ist. Ne? Hier. Genau. Gut. Und dann legen wir mal los. Hey, Christian. Pass auf, ich halte den fest, nicht, dass du die Genau. Ohren im Kopf kriegst. Auch eine hervorragende Astschere. Die bleibt auch im Revier, vermute ich. So, jetzt steht die Falle schon mal hier, Thomas. Genau, und hier kann man jetzt wunderbar erkennen, wir haben hier unten in der Falle so eine Aufkantung und die haben wir jetzt in dieses Loch reingestellt. Ja, okay. Aber da kommt jetzt noch ein Rohr davor. Ganz genau. Ach so, ja klar, weil der will ja nicht da über das Metallgestänge laufen. Ja. Und deshalb kommt da jetzt noch ein Rohr vor und das bereiten wir jetzt alles ein bisschen vor. Ja. Und Werner holt die ja schon. Und dann Super. Sag mir noch mal eben was zu diesem Schild. Ihr habt das jetzt, da vorne ist ja die Mechanik quasi verbaut. Ja, genau. Wir haben hier ein Schild auf die Falle gemacht und sagen einfach, was wir tun. Dass wir Bodenbrüter schützen wollen, dass wir Deichanlagen schützen vor Nutrias und so weiter. Und Bahndämme. Genau, Bahndämme, genau. Getuned ist das Ganze auch. Ihr sagt grundsätzlich heute bei der Fallenjagd elektronischer Fangmelder. Ja, genau. Weil wir dann einfach eine kurze Benachrichtigung haben an die
an die Fangjäger und sofort die Falle kontrollieren können, wenn sie ausgelöst ist. Ja. Und somit extrem kurze Verweilzeiten für das Wild in der Falle haben. Wunderbar. Dann machen wir das jetzt erst mal wieder zu. Ja, genau. Vielleicht noch ein ganz kurzer rechtlicher Aspekt dazu. Es genügt nicht, sich auf den elektronischen Fallenmelder zu reduzieren, sondern man muss tatsächlich, wenn die Falle fängig gestellt ist, sie auch tatsächlich täglich kontrollieren. Und kann natürlich noch schneller sein, wenn man den elektronischen Fallenmelder hat. Und dann sollte man auch sofort hingehen, denn nach dem Tierschutzrecht müssen wir unverzüglich Tierleid beenden und alles aus unserer Sicht Mögliche tun, um es eben hier so tierschutzgerecht wie möglich zu machen. Deshalb jeden Tag kontrollieren und sobald der Fallenmelder auslöst, hin und die Sache klären. Genau, und deshalb fangen wir mit Lebenfangfallen, weil wir dann selektiv fangen können nachgucken, welches Tier drin ist. Und Tiere, die wir nicht fangen wollen, können wir einfach wieder freilassen. Ganz wichtig, wir haben ja auch einige Tierarten, die wir eben nicht fangen dürfen, die streng geschützt sind, wie zum Beispiel Biber oder Fischotter. Und da kommen wir kann dann. sich auch mal ein Igel darin verirren Igel, Hase. Oder ein Hund oder mal eine Katze und auch die werden natürlich wieder freigelassen. Ja. So, Benne, wir machen jetzt hier einen Fangpass, dass das Raubwild auf leisen Sohlen im Prinzip zur Falle kommt. Raubwild jagt ja immer, wir kennen es vom Ansitz, der Fuchs kommt immer über den Weg oder über den Pass. Und deshalb habe ich mir jetzt mal ein bisschen Hilfe mitgenommen, Akkuhilfe. Und deshalb machen wir jetzt auch für deine dicken Füchse, machen wir jetzt hier mal einen passenden Fangsteig. Sowas von glatt. Wahnsinn, ne? So, wenn man jetzt mal guckt, hier hat man noch einen natürlichen Pass. Den haben wir jetzt quasi angeschlossen. Und wenn man jetzt hier einmal zurückkriegt zur Falle, glatter Gang, glatter Fang, haben wir im Prinzip einen guten Pass, den das Raubwild annehmen kann. Und haben natürlich durch die Bodenverwundung etwas, was das Raubwild sehr, sehr gerne annimmt. Es ist neugierig und somit haben wir den Zug zur Falle dargestellt. So, Benne und Christian, jetzt erzähle ich mal, wie die Falle gespannt wird. Wir haben erstmal überall eine Kurzbeschreibung drin und dann haben wir hier nochmal eine Kurzbedienungsleitung mit 7 Punkten, wenn man an der Falle ist, nochmal eben zur Erinnerung. So, hier haben wir den Köderschacht und unten drin ist die Wippe. Zum Spannen legt man diesen Teil einfach hoch. Stellt den senkrecht und zieht dann die Schieber hoch, ganz genau, die Schieber so hoch und legt die auf diese Schraube. Genau dasselbe machen wir natürlich hier auf der anderen Seite. Genau, und jetzt nimmt man im Prinzip diesen Hebel von unten, womit die Schieber gespannt werden und dieser kommt unten von der Wippe und legt die beiden einfach so voneinander und schon ist die Falle gespannt. Man legt nun den Magneten auf den Fallenmelder und somit ist der Fallenmelder dann freigeschaltet. Und wenn er es dann auslöst, dann zieht er den Magneten ab und ich kriege die SMS. Ganz genau so ist es. Genau. Aber jetzt natürlich, das Wichtigste ist natürlich, die Schieber aufzulegen, dass die Schieber jetzt gespannt sind. Dafür kann man die einfach hier neben klicken. Wenn man sie auf Durchlauf stellen will, hakt man sie hier ein und sonst klickt man sie hier neben. Dann haben wir hier noch einen kleinen Deckel, dass kein Schmutz reinfällt. Ja. Und genau dasselbe machen wir auf der anderen Seite. Und dann siehst du eben auch schon am Gestänge, ob der ausgelöst hat von fern oder nicht. Ganz genau, ganz genau. Und als kleinen Trick kann man auch noch nehmen, wenn man die Falle zum Beispiel hinterm Hof hat und keinen Fallenmelder einsetzen möchte, kann man hier so ein Leerrohr draufstellen. Und dann steht das so hoch und wenn die Falle nachher ausgelöst hat, fällt das runter und kippt um. Und dann nimmt man hier den Deckel, den haben wir konisch ausgeschnitten, dass der im Prinzip so drauf ist und wieder lichtdicht verschließt. Und hier schließt man dann im Prinzip den Deckel. Und dafür brauchst du jetzt diesen Prinz Albert genau. Springring. Ganz genau, den brauche ich dafür. Ne? Und hiermit sichert man im Prinzip die Falle, dass von innen das nicht hochgedrückt werden kann. Und wir haben alles, den Fallenmelder und so weiter, alles gegen Witterung geschützt. Und hier könnte man natürlich jetzt auch noch einen Zahlenschloss drauf machen oder ein Schloss. Und dann hätte man die ganze Falle abgeschlossen. Und somit ist es nicht möglich, die Falle auch auszulösen. Und wir werden hier jetzt auch noch Wildkameras installieren, damit wir noch eine zusätzliche Sicherheit haben, sowohl bezüglich des Fangs als auch bezüglich der Falle. Ja, ganz genau. So, Benne, jetzt wollen wir natürlich die Falle noch ein bisschen verblenden, dass nicht jeder sehen kann und dass es ein bisschen in die Landschaft integriert ist.
Die Jungs sind ja schon zugange und dann helfen wir dem mal schnell. Ne? Alles klar. So, Werner, jetzt, wir stellen die Premium auf. Du hast, Werner hat ja gewaltigen Trecker mitgebracht. Ja? Wer Fanfährt führt, ist so. Aber geht auch mit dem kleineren. Die Falle wiegt 500, 600 Kilo. Ja. Geht also auch mit dem kleineren. Aber Werner ist jetzt einmal hier, also von daher, auf geht's. Feuer frei. Da hängt sie schon am Haken. Jetzt hängt sie schon am Haken. Genau. Ja, hier ist ja auch wieder so ein Standort, Feldholzinsel, wo du auch sagst, das wird magnetisch angenommen. Genau, da liegen noch ein paar alte Strohballen und so. Ne? Ja. Gucken wir uns gleich noch mal eben an. Ja, super. Genau, Ja, auch lass Werner mal dahin fahren. Genau. Hältst du fest, dann Ich nehme ich halt die anderen fest, Sachen ja. mit. Wunderbar. Also die Schlüssel, die wiegen ja auch schon ein bisschen was. Und, aber ich habe das hier alles immer im Griff. Ne? Und ich bleibe so lange, bis das nicht mehr schockt. Perfekt. So muss es stehen. Wunderbar. Perfekt. Die Verantwortung würde ich dir jetzt gerne abnehmen. und die Überheb Wippe dich nicht. In die Wippe in die Falle legen. Also es sieht wirklich ganz leicht aus, aber die wiegt so 8 Kilo, schätze ich. Ja, zeig doch mal. Und da. Ah. So, Wippe ist drin. Genau. Blätter sind auch noch drin. Müssen die raus? Ja. Kann Ein drin paar bleiben. Blätter ist nicht schlimm. Nachher testen wir eben, ob die Wippe gut geht. Ja. Aber ich darf ja bei euch nicht alle Details sagen, weil ihr fangt ja erst an mit der Fangjagd. Ja. Und da muss man erst die Grundzüge erst mal gucken. Wohl wahr. Und die steht auch schon, also wirklich kurze Fangplatzvorbereitung mit dem Spaten. Einmal eben so eine kleine Mulde gelegt, hingestellt. Fertig. Unglaublich. verletz dich nicht. Ja, ich verletze mich nicht. Aber es ist schön, dass du wie immer auf mich aufpasst, Krischi. Motorsäge oder? Motorsäge habt ihr nicht mit, ne? So, jetzt hat die Falle ausgelöst. Thomas, wir haben unsere Nachricht aufs Handy bekommen. Wir fahren hier hin mit diesem Gerät. Genau. Und wie geht es dann weiter? Erstmal, das ist ein Abfangkorb. Genau. Das ist ein Abfangkorb, um das Tier zu entnehmen und dann erlegen zu können. Zeig uns das einmal doch mal, wie du Genau. da Wir haben davor den gehst. Abfangkorb hier mit einem Tragegriff vorgesehen, auch mit einem Schutz, wenn man ein Stück Wild woanders hinbringen möchte. Dann haben wir diesen Abfangkorb klappbar gemacht. Somit kann man eine Kastenfalle ganz normal abfangen Ah, und so kann man die Betonrohrfalle abfangen. verstehe. Einfach. Also verschiedene Adapter. Genau, quasi als Adapter. Genau, und jetzt sind wir ja bei der Betonrohrfalle. Und ich zeige euch mal eben den Abfangkorb von innen. Das Stück Wild läuft dann vor die Klappe. Ganz einfach. Hebt die Klappe selber hoch, weil es zum Licht läuft. Und dann geht es wieder runter. Also, Betonrohrfalle, Adapter runter. Einfach hier reinschieben. Und dann ist der Abfangkorb schon reingemacht. Muss ich noch irgendwie arretieren hinten? Oder? Genau. Und dann nimmt man einfach eine Stange mit und steckt einfach eine Stange hier durch und damit ist er arretiert, wenn mal ein Dachs drin ist, ein schweres Stück Wild oder so. Genau. Ah, okay. Ja? So, und dann? Dann öffnen wir hier die Falle. Ja? Machen die eben einmal auf. Machen dann dieses und im Prinzip guckt man ganz einfach, ich gucke immer vorher einmal nach, was drin ist, indem ich den Deckel ein bisschen zur Seite schiebe und ein Foto mache links und ein Foto rechts mache. Ja. Ja, und dann gucke ich mir am Handy an, was drin ist. Und dann Alles kann klar. ich entscheiden, ob ich den Abfangkorb da vorstelle oder ob ich, wenn ein Hase oder wenn ein Igel drin ist, ob ich ihn einfach so laufen lasse. Ja, alles klar. Genau. Dann mache ich da wieder zu, habe hier hochgemacht und mache dann als erstes diesen Schieber hoch. Ja,
Und diesen Schieber hebt man so hoch und hängt den einfach hier mit der Nut hier, hängt den einfach hier ein. Ja. Ja. Und dann läuft das Stück Raubwild natürlich auf die andere Seite. Ja, okay. Hier ist aber die Klappe offen. Das Raubwild sieht das Licht. Ja. Und dann warte ich etwas, gehe leise rüber auf die andere Seite. Ja. Ja. Und warte dann etwas, dass das Raubwild sich an die neue Situation gewöhnen kann. Ja. Und dann nach einer halben Minute, weil das Stück Raubwild ja hier sitzt dann, dann fange ich hier an zu klopfen. Ja. Und dann erschreckt es sich und läuft los und sieht das Licht und läuft in der Regel in einem durch in den Abfangkorb. Okay. Wir haben aber auch Wildarten, die sich sturer anstellen, so will ich es einfach mal nennen. Ja. Und dann haben wir einfach einen Abfangschieber, wo wir dann einfach mit durchschieben Das ist können. einfach ein Stab, Ein wo Teleskopstab. eine Genau. runde Scheibe davor ist, dass ich noch mal ein bisschen nachhelfen kann. Und man sieht das ja auf euren Bildern, auch in den sozialen Netzwerken, wenn ihr diese Fotos macht, wie du das vorhin gezeigt hast, dass aber ganz oft das Wild in der Falle liegt und pennt. Ne? Genau. Ja. Genau. Das ist, weil die Falle absolut dunkel ist. Ja. Und das Wild sich einfach dann einrollt. Ja. Wir nehmen auch ein 30er Betonrohr, damit das Wild sich einrollen kann, damit der Fuchs sich einrollen kann und pennen kann. Ja, also der eigentliche Fangvorgang ist alles andere als stressig für das Tier. Ja, das fällt einmal zu und die gehen einmal links gucken, einmal rechts gucken und dann sagen sie, geht nicht weiter. Ärgerlich. Und Ja. Super. Das war's jetzt mit den Betonrohrfallen. Super schnell eingebaut, natürlich auch dank Werner mit seinem Frontlader, ganz schnell. Wir haben jetzt noch 2, 3 andere Fallentypen, Genau. 2, die wir jetzt noch aufbauen wollen. Einmal Kastenfalle genau, groß und klein. und WK-invasiv, kurz und klein. Genau. Und die verbringen wir jetzt auch noch an die. Die können wir aber quasi mit der Hand Die tragen. tragen Ne? wir einfach dahin und gucken uns das an. Aber mit Gummistiefeln, da wo wir jetzt hingehen, ist es richtig nass. Alles Kriegen wir klar. hin. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. So, Benne, jetzt gehen wir mal zu dem Standort der invasiven Arten. Ne? Ja, ins Du hast Schilf. ja schon die Stäbe, du trägst ja das meiste. Aber Christian, er tut sich noch ein bisschen schwer, aber er bringt die Falle ja gleich mit. Also hier ist so ein Schilfgürtel. Ja. Da haben wir schon mal eine Fotofalle aufgestellt, um zu gucken, was da einfach los ist. Und da ist Waschbär, Nutria, Marderhund ist da drin. Ja. Ja, Und kann ich mir das bedenken, nicht zu wie das hier wenig. aussieht, ja. Genau. Sehr gut. Ja. Und deswegen wollen wir hier jetzt ja die WK Invasiv Pro aufstellen. Genau, die 1,50 Meter mit dem Wipper drin. Ja, Genau. Und dann lass uns mal gucken, ob wir hier irgendeinen Standort finden. ja, Oh, hier ist ja auch gut feucht. Ne? ja. Warte mal kurz. Nein, das ist ein Finger. Warte. Mach weiter. Bene, was sagst du, da ist ein guter Wechsel? Hier sieht's gut aus, ja. Ja, ich merke schon, ihr als Norddeutschen, ihr habt mehr Erfahrung, ihr habt nämlich Stiefel an. Ohne Gummistiefel geht hier gar nichts. Dann probieren wir es mal. So. Ja, das sieht doch gut aus. Genau. So, viel weiter will ich gar nicht, Jungs. Stopp! Oder? Was Nee, meinst würde ich du? auch nicht machen. Sehr gut. Also jetzt haben wir hier die WK Invasiv genau auf so einen Pass gestellt, wo ja eigentlich nicht viel mehr schief gehen kann. Nee, und nach jetzt- den Spuren auch eben Waschbären kommen. Genau. Waschbär und Nutria. So, und jetzt machen wir die Falle auf. Thomas, erklär doch mal eben, was wir hier jetzt sehen. Genau. Wir haben hier im Prinzip, genau, Christian nimmt die Adapter hier schon raus. Wir haben im Prinzip die Falle oben ausgeschnitten. Ist eine dickwandige Falle, sodass wir mit 22 LFB wunderbar in der Falle die Tiere auch entnehmen können. Und ja, ich stelle sie jetzt mal eben fängisch. Also hier entriegelt man die beiden Seiten. Genau, und Christian drückt die mal eben hoch und dann kann ich sie einfach so. Und jetzt stelle ich sie hier einfach fängisch. Gut. So, und in der Mitte haben wir dann ein Trittbrett. Und wenn das Stück Raubwild dann hineinläuft, löst die Falle auf
und schließt die Klappen. Okay. Und dann steht hier sogar noch eine Joule-Zahl drauf. Ihr habt das ja ausprobiert, ne? Was geht und was nicht. Genau, wir haben das Rohr eingefroren bei 18 Grad minus Ja. und haben dann Beschussteste gemacht und das ist vollkommen problemlos, Ja. das zu machen. Hier haben wir extra eine Aussparung gemacht, weil hier die Arretierung ist. Dann Ja. legt man das so rein und schiebt das so drunter. Genau, Christian, du machst das schon sehr gut. Christian, So. du machst das sehr gut. Das habe ich lange nicht gehört. So, da, so darunter. Genau, und hier kann man vielleicht noch mal eben gucken. So kann man dann im Prinzip direkt Ja, okay. das Stück Wild in der Falle schießen. Okay. So, Fallmelder ist hier vorne verbaut. Genau, der Fallmelder ist hier vorne verbaut und wenn man die Falle dann spannt, löst der Magnet hier im Prinzip direkt den Fallmelder aus, in dem Fall den Trapmaster. Und ja, der gibt dann direkt eine Meldung, dass die Falle frei ist und wenn die Falle dann zufällt, ist der Kontakt weg und ihr bekommt die Meldung aufs Handy. Was gefangen. Super. Wunderbar. Ich glaube, hier passiert ziemlich schnell was, wenn die Fangjagdsaison losgeht. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Beköderung mache ich hier einfach auch in der Mitte. Genau. Ein Apfel, Ja. irgendwas drauf, reicht schon für Nutria Nutria. ist Apfelsuppe. Und Genau. dann, Genau. ja. Und mir hat jetzt ein Freund von Teppe und Schweden erzählt, dass er auf Pflaumenmus schwört. Ja, genau. Pflaumenmus ist sehr gut für einen Waschbär. Ist ja ein Leckermäulchen und Nutella geht auch. Und also süßer Kram. Oder Nusspli. Genau. Oder Nussbli. Genau. Oder eine Nuss-Nougat-Creme geht auch. Ja, Und Grafschafter Seem geht auch. ja genau. Genau. Süß. Hauptsache Hauptsache süß. süß. Könnten wir uns auch reinlegen. Ja, super. Dann Genau. kommt das Ganze zu. Auch hier wieder mit Erklärung, warum wir das Ganze machen, falls sich hier mal jemand verirren sollte. Gefällt mir sehr gut. NABU, BUND, alle wollen auch Amphibienschutz, Ja. alle wollen Wiesenbrüterschutz. Das ist hier auch ein gesetzlich definiertes Ziel für diese Gegend und die wollen wir einhalten und daran wollen wir arbeiten und das geht eben nur so. Super. Wir werden da auch noch unsere Telefonnummer drauf machen. Ja. Falls jemand ein Problem hat, kann er sich gerne melden. Deine Telefonnummer, finde ich sehr gut. Das war Fallentyp Nummer 2. Jetzt machen wir noch Kastenfalle, groß und klein. Genau. Weiter geht's. Ja, wunderbar. Neben den Betonrohrfallen, die wir schon kennengelernt haben und auch der WK-Falle, die wir eben aufgestellt haben, jetzt die Kastenfalle. Worauf müssen wir jetzt achten und wie funktioniert das Ganze? Genau, wir haben einmal eine kleine Kastenfalle gebaut und einmal eine große. Die kleine ist vorzüglich für Waschbär und Marder und Nutria. Und die große Kastenfalle, weil wir halt einen großen Eingang haben und einen glatten Gang, die ebenerdige Wippen und so weiter, ist auch für Dachs und Fuchs geeignet. Wir haben hier sogar in der eine 80 cm Wippe. Bei den 80 cm Wippen haben wir einfach den Vorteil, wenn der Köder in der Mitte liegt, wird der Fuchs beim Bewinden löst er schon aus, weil der Abstand von der Schnauze bis zur Pfote halt kleiner wie 40 cm ist. Genau. Wir werden das jetzt ausprobieren. Man kann natürlich sagen, ja, warum habe ich jetzt hier eine Kastenfalle, warum habe ich denn eine Betonrohrfalle? Wir werden mal gucken in den nächsten Monaten und Jahren, also ab Sommer werden wir sie erst feststellen, welche Falle an welchem Standort am meisten Erfolg bringt und da dann entsprechend nachrüsten. Und jetzt wollen wir erstmal hier diese wunderbare Kastenfalle hier an diesem wunderbaren Standort stellen. Und wie wir das machen und wie das funktioniert und was wir daraus machen, sagt Bene jetzt noch. Ja, genau. Also erstmal lassen wir sie nicht auf einmal stehen, sondern das ist einfach, damit ihr besser einen Überblick bekommt, was wir hier machen. Ich möchte ganz kurz nochmal, wir haben natürlich im Vorfeld schon mal über das System gesprochen, wie die funktionieren, wie sie aufgebaut sind. Und das Ding ist wirklich, beide Fallen, wie auch die anderen, die wir schon gesehen haben, sehr durchdacht. Ich finde das schon irre, dass hier einfach bei dem Gitter eine Aussparung gemacht wurde, dass ich hier sauber rein fotografieren kann, um zu sehen, was tatsächlich drin ist, wenn es mir nicht die Wildkamera, die wir ja auch überall bei den Fallen platzieren werden, uns verrät. Also das ist wirklich fantastisch. Wir wollen tatsächlich jetzt zu den Feinheiten noch gar nicht mal so viel verraten, weil das werden wir, wenn wir im Sommer, wenn du uns wieder besuchen kommst, Thomas, werden wir uns das ganz genau en Detail angucken, welche
Gedanken dahinter stecken, wie ausgereift das Ganze ist. Und du hast es mir jetzt schon ein, zwei Mal erzählt, es ja auch immer weitergeht bei euch. Es ist ja nicht so, die Falle die fängt, die ist super, die funktioniert, sondern ihr habt ja auch den Anspruch, ständig weiterzuentwickeln. Genau, und da sieht man auch mit dem Handy oder mit den Fallenmeldern auch die modernen Kommunikationen mitzunehmen, einfach zu nutzen, uns einfach zur Hilfe zu machen, um eine moderne Fallenjagd zu generieren. Super. Dann wollen wir die jetzt noch aufstellen. Wie es weitergeht mit den Fallen, die wir heute aufgestellt haben, das werdet ihr natürlich bei Teppe und Spähen weiterhin erfahren. Wir nehmen euch mit die nächsten Monate und Jahre gemeinsam mit Thomas von der Krefelder Fuchsfalle. Ich finde das super mega spannend, was wir heute schon erlebt haben. Ich freue mich wahnsinnig auf die Fangjagdsaison. Und Thomas, einfach toll, dass du da warst und das mit uns machst. Ja, war eine herrliche Zeit hier. Ich denke, wir haben auch viel Spaß gehabt heute alle zusammen. Und ich denke, so kann man an ein Thema auch rangehen und macht einfach riesen Spaß. Ja. Ja, die Natur wird es uns hoffentlich danken durch Artenvielfalt. Eben kam sogar noch eine Nachricht aus unserer Hegering-Gruppe. Inzwischen ist bei Waschbären hier Staupe festgestellt worden. Auch das ist auf Hunde übertragbar. Wir tun damit eben nicht nur was für den Wiesenbrüterschutz fürs Niederwild, sondern eben auch zur Eindämmung von Wildkrankheiten. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Jägerinnen und Jäger diese Fallenjagd betreiben. Weidmannsheil. Und Horrido. Weidmannsheil. Wollen wir die Schieber erst wieder zumachen, bevor wir sie transportieren, oder ist Kannst auch egal? so transportieren. Wenn sie runterfallen, ist vielleicht was drin. Die Hand ab. Nein, da passiert nichts.